Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute geht es um die Bücher, die ich im September gelesen habe. Ein neuer Monat hat angefangen und wir wissen alle, was das auf Booktube heißt. Zeit für den Lesemonat. Mein September hat richtig gut angefangen und ich habe gedacht, boah, das läuft. Das läuft richtig gut. Dann war die Euphorie aber auch vorbei, weil ich die letzten 1,5 bis 2 Wochen so gut wie gar nicht mehr lesen konnte, wegen verschiedener Sachen. Und ja, insgesamt habe ich 4 Bücher beenden können, aber leider nicht alle Bücher, die Lea vom Kanal When Love Speaks für mich rausgesucht hat in meinem Pick My Sub Video, das ich euch hier oder da, ich kann es mir nicht merken, mal verlinken werde. Wir legen aber mal ganz am Anfang los und das ist das erste Buch, das ich im September gelesen habe, und zwar ist das Goddess of Light von PC Cast. Das habe ich als Hörbuch gehört, beziehungsweise ich habe angefangen, das zu lesen, bin dann aufs Hörbuch umgestiegen. Das ist ich glaube, der 3. Teil einer Reihe. Ich habe mit dem 3. Teil angefangen, fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Auf Deutsch ist das die Mythica-Reihe und dieses Buch gehört wirklich so mit zu meinen allerersten Subleichen, beziehungsweise gehörte, muss ich ja sagen. Ich habe es auf meine 12 für 2021 Liste gepackt und deswegen im September, beziehungsweise ich habe im August schon damit angefangen und ja, im September wollte ich es dann unbedingt beenden. Und ich muss sagen, dass ich die Geschichte an sich hier richtig cool fand. Überraschenderweise. Also ich habe hier irgendwie mit so einer fast so ein bisschen Schnulz gerechnet. Also, dass es hier halt hauptsächlich um so eine Art Liebesgeschichte gehen wird. Es geht in dieser Mythica-Reihe halt darum, dass die olympischen Götter in das Leben der Sterblichen eingreifen, also in das Leben der Sterblichen unserer jetzigen Zeit. Und hier in diesem 3. Band, in Goddess of Light, geht es um die Götter Apollo und Artemis. Und sie greifen in das Leben von Pamela ein und ja, durch einen ziemlich blöden Zufall, ja, werden Apollo und Pamela dann miteinander verbunden in gewisser Weise. Beiden starten dann so eine kleine Affäre und Pamela hat keine Ahnung, dass es sich bei diesem sehr attraktiven Mann um den Gott Apollo handelt. Und Apollo, für ihn ist halt das Leben auf der Erde unter den Sterblichen halt auch was völlig Neues. Er hat keine Ahnung, was Autos sind und dadurch kommen dann immer mal wieder ganz lustige Situationen zustande. Und das war halt das, was ich hier bei diesem Buch eigentlich gar nicht erwartet habe. Diese Geschichte steckt halt voller Humor. Und das war das, was mir gefallen hat. Also es hat mich halt wirklich manchmal sehr zum Schmunzeln gebracht. Also es ist halt wirklich mit sehr viel Witz geschrieben einfach. Und das mochte ich hier sehr gerne. Und trotzdem ist die Handlung an manchen Stellen halt wirklich sehr überspitzt, überdramatisiert, aber trotzdem hat mir das Buch insgesamt sehr großen Spaß gemacht. Ich muss hier aber sagen, ich habe ja das Hörbuch gehört und ich habe auch das englische Hörbuch gehört, da es nur das gab. Und ich höre niemals in normaler Geschwindigkeit, immer in 1,8, teilweise in doppelter Geschwindigkeit. Und das war bei diesem Hörbuch einfach nicht cool. Also diese Stimme klang, wenn man die Geschwindigkeit einfach angepasst hat, höher gestellt hat, klang das wirklich wie so eine computergenerierte Stimme. Und das war teilweise sehr befremdlich. Also das Hörbuch dazu kann ich nicht empfehlen, aber allgemein, diese Mythica-Reihe ist echt ganz cool. An einem freien Tag habe ich angefangen, in Der dunkle Schwarm von Marie Grashoff reinzulesen und ich konnte nicht mehr aufhören. Das ist das 2. Buch, das ich im September beendet habe und ich habe es wirklich ziemlich weggeatmet. Ich habe da schon in einem anderen Video eine Rezension zu gemacht, verlinke ich euch oben. Aber nochmal kurz zum Inhalt, worum es hier geht. Das Ganze ist ein Science-Fiction-Roman und das Herausragende hier ist eigentlich, dass die Menschheit, also das Ganze spielt in der Zukunft im Jahre 2100 und die Menschheit ist über sogenannte Hive-Minds miteinander verbunden. Jeder Mensch hat ein Implantat in seinem Gehirn, das ihm irgendwann eingesetzt wird.
Und darüber kann man kommunizieren und man kann sich zu sogenannten Hives zusammenschließen, wenn man beispielsweise gleiche Interessen hat. Und es ist so in diesem Hive, wenn einer was weiß es der komplette Hive. Wir haben hier eine knallharte Protagonistin, muss man sagen, die wirklich überhaupt gar keine Gefahren scheut. Sie heißt Atlas tagsüber und tagsüber arbeitet sie beim führenden Hive-Hersteller. Nachts nennt sie sich aber Oracle und sie handelt mit Informationen, da sie die seltene oder eigentlich einzigartige Gabe besitzt, alle Implantate zu hacken und sich dadurch halt ganz, ganz viele Informationen beschaffen kann, mit denen sie nun mal handelt. Zu Beginn dieses Buches erhält sie einen ganz besonderen Auftrag, denn es wurde ein kompletter Hive ermordet. Das heißt, alle Menschen, die sich zu einem bestimmten Hive zusammengeschlossen hatten, sind mit einem Schlag eigentlich tot umgefallen, was sehr, sehr viele Menschen waren und eigentlich ist das Ganze auch ein Ding der Unmöglichkeit, aber irgendwie ist es jemandem gelungen und Atlas möchte dem Ganzen nachgehen. Das Ganze ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, muss ich sagen, und hat mich wirklich absolut mitgerissen. Ich fand es super interessant. Schaut euch gerne das andere Video dazu an. Und wie gesagt, hatte ich in 0, nix gelesen. Danach war auch noch echt viel vom September übrig und hatte das halt auch so geplant, dass ich dann halt im Anschluss die 3 Bücher von Lea lese, beziehungsweise die 3 Bücher, die Lea für mich rausgesucht hat. Und ich habe mit die Sekte von Mariette Lindstein angefangen. Da hatte ich richtig, richtig Bock drauf und es geht hier in diesem Thriller darum, dass die Protagonistin Sophia in, wie der Titel sagt, eine Sekte mehr oder weniger hineinstolpert. Sophia ist gerade fertig mit ihrem Studium und so richtig weiß sie noch nicht, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen soll. Und dann nimmt sie zufällig an einem Vortrag von Franz Oswald teil. Dieser sehr charismatische Mann und auch seine Lebensphilosophie haben es Sophia angetan, sodass sie von seinem Jobangebot, das er ihr daraufhin macht, ziemlich schnell sehr begeistert ist. Sie soll auf die Insel ziehen, wo Franz Oswald sozusagen seine Einrichtung hat und soll dort für ihn eine Bibliothek aufbauen. Wie gesagt, Sophia ist begeistert, sie guckt sich das alles erstmal an und findet das ganz toll, die Atmosphäre in dieser Kommune und ist eigentlich schwer begeistert, sodass sie diesen Job dann letztendlich auch annimmt. Und wie das so häufig ist, am Anfang ist noch alles gut, aber dann, nicht mehr. Franz Oswald ist ein ganz anderer Mensch, als Sophia zunächst angenommen hat. Und nach versteht sie, dass sie hier tatsächlich in einer Art Sekte gelandet ist, aus der sie so schnell nicht mehr herauskommt. Und als Leser verfolgt man hier Sophias Erlebnisse von Anfang an. Ich dachte erst, es geht halt wirklich nur darum, dass sie halt aus dieser Sekte raus will, wie das der Klappentext für mich so ein bisschen vermuten lässt. Aber von Anfang an ist man halt mit dabei. Man erlebt mit Sophia, wie sie das ganze Leben in dieser Kommune halt kennenlernt und die anderen Charaktere kennenlernt und dass das alles halt eigentlich für sie ganz, ganz toll ist. Und nach liest man aber, wie sich die Dinge ändern, was genau sich ändert und was Sophia dann halt alles so durchmachen muss. Was mich hier halt einfach komplett fasziniert, das ist so dieses komplette Phänomen einfach, Phänomen Sekte. So, wie kann man sich von jemandem so einlullen lassen? Hier ist eine Fliege, die macht mich wahnsinnig. Wie kann man sich von jemandem so krass einlullen lassen, dass man nicht merkt, was da gerade wirklich vor sich geht, dass man nicht merkt, dass man hier jetzt Mitglied einer Sekte ist und man da einfach überhaupt gar keine Selbstbestimmung mehr hat und überhaupt nicht mehr die Entscheidung hat, okay, ich möchte jetzt aber gerne auch wieder nach Hause. Wie passiert das? Wie kann man sich so einer Gehirnwäsche unterziehen? Warum wird man da nicht skeptisch? Warum lässt man sich auf so etwas ein? Finde ich total faszinierend, aber scheint ja tatsächlich immer wieder mal zu passieren. Ganz schön gemacht fand ich hier, dass am Ende eines jeden Kapitels nochmal eine andere Perspektive gegeben ist. Also es werden hier Erlebnisse einer anderen Person geschildert oder aus der Sicht einer anderen Person und am Anfang weiß man noch überhaupt nicht, wer das ist und worum es geht und was das alles soll, was das jetzt hier mit dem Buch, mit der anderen Handlung zu tun hat. Nach und nach versteht man das natürlich.
Und ich fand das einerseits total gut, dass nochmal eine andere Perspektive gegeben hat. Andererseits hat das bei mir aber auch irgendwo gewisse Erwartungen geschürt, die letztendlich nicht erfüllt wurden. Ich fand nämlich die Sekte, es gibt kein Entkommen, ist der Untertitel, war ein guter Thriller, aber er hat irgendwie nicht so viele Überraschungen beinhaltet. Und da habe ich beim Lesen irgendwie drauf gewartet, so auf so einen Knall, auf so eine Überraschung. Und das kam halt hier irgendwie nicht wirklich. Und das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Das ist übrigens auch Teil 1 einer Reihe. Und das Ende hat mich aber auf jeden Fall so neugierig gemacht, dass ich definitiv weiterlesen werde. Das letzte Buch, das ich im September beendet habe, ist Marthas Widerstand von Carrie Drury. Hier hatte ich anfangs nicht so richtig eine Ahnung, worum es geht, aber als ich das dann so verstanden habe, was so hier das zugrunde liegende Thema ist beim Lesen, da wurde mir doch schon anders. In diesem Buch ist es nämlich so, dass in London spielt es, glaube ich, beziehungsweise in Großbritannien, das Rechtssystem irgendwie außer Kraft gesetzt wurde. Es gibt keine Rechtsprechung mehr mit Gerichten, Gerichtsverhandlungen, Richtern, Zeugen etc. Darüber, ob jemand schuldig ist, einen Mord begangen zu haben, entscheidet das Volk via Telefonvoting. Kommt aber noch dicker. Jeder kann so oft für schuldig bzw. nicht schuldig anrufen, wie er lustig ist. Heißt, es hat nicht jeder eine Stimme, sondern jeder hat so viele Stimmen, wie er möchte. Aber jeder Anruf bzw. jedes Voting, das man abgibt, kostet Geld. Das heißt, diejenigen, die abstimmen, sind eigentlich diejenigen, die Kohle haben. Diejenigen, die arm sind, die haben keine wirkliche Stimme. Und es kommt noch dicker. Denn das Rechtssystem beruht auf dem System Auge um Auge. Das heißt, wenn jemand eines Mordes schuldig gesprochen wurde vom Volk, beziehungsweise von den Leuten mit Geld, dann erwartet diesen Menschen die Todesstrafe. Und genau damit hat es die Protagonistin Martha zu tun. Sie ist angeklagt, jemanden umgebracht zu haben. Und im Gegensatz zu allen anderen, die dessen schuldig bzw. dessen angeklagt sind, plädiert sie nicht auf unschuldig, sondern sie sagt, yep, ich habe diesen Mann umgebracht. Sie möchte scheinbar zu Tode verurteilt werden und da fragt man sich natürlich, warum. Und anfangs ist das Ganze ziemlich undurchsichtig und nach versteht man dann aber die Hintergründe für Marthas Tat. Und was ich hier sehr mochte, ist, dass die Geschichte nicht nur aus der Sicht von Martha erzählt ist, sondern dass es immer mal wieder Perspektivwechsel gibt. Also auch andere Personen, andere Charaktere kommen hier zu Wort. Und unter anderem auch wird immer mal wieder das Geschehen einer Fernsehsendung wiedergegeben. Und in dieser Fernsehsendung geht es darum, dass über das Leben der Gefangenen in diesen Todeszellen gesprochen wird. Das Besondere ist auch, dass man hier nicht ewig auf sein Urteil wartet, beziehungsweise dann auf die Ausführung des Urteils sozusagen, sondern das Ganze passiert innerhalb von 7 Tagen. Und ich bin bei diesem Buch so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits, wenn ich dann endlich mal Zeit hatte, danach zu greifen und hier zu lesen, war es auch so, dass die Seiten nur so dahin geflogen sind. Ich wollte halt wissen, so erwartet mich jetzt hier noch irgendwie eine große Überraschung und worauf läuft das Ganze jetzt wirklich hinaus und was passiert noch? Andererseits war alles nicht so ganz stimmig für mich in diesem Buch und gerade Martha als Protagonistin fand ich schwierig, weil sie einfach ein sehr merkwürdiger Charakter war, ehrlich gesagt. Ich habe ihr ganz vieles schlichtweg nicht abgekauft. Sie sollte ja hier als Märtyrerin dastehen und habe ich ihr nicht geglaubt. Also in manchen Szenen war sie dann stark und wollte halt ein Zeichen setzen und in anderen Szenen hat sie ein Verhalten an den Tag gelegt, das einfach überhaupt nicht dazu gepasst hat und da hatte ich ein Problem mit. Also Martha als Protagonistin, auch die Gründe für das Ganze werden einem als Leser dann doch relativ schnell klar, beziehungsweise ich habe dann doch irgendwann noch auf eine überraschende Wendung gehofft, die leider nicht eingetreten ist. Und ich muss hier sagen, dass ich die Idee so gut fand. Also das ist eine Idee mit diesem ganzen verqueren Rechtssystem und so, das hat super viel Potenzial gehabt, finde ich, aber an der Umsetzung hat es dann doch leider so ein bisschen gehapert. Also es ist irgendwo nicht so ganz bei mir angekommen. Sehr schade, ich habe mir mehr von diesem Buch versprochen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch weil ich da
irgendwie auch doch ziemlich viel Gutes drüber gehört habe und irgendwie so ganz begeistern konnte es mich nicht. Aber ich habe Teil 2 schon hier zu Hause stehen, deswegen werde ich da auf jeden Fall auch mal reinlesen, um zu gucken. Vielleicht passiert dann ja im zweiten Teil noch mehr. Und der dritte Teil, der wurde ja meines Wissens nach nicht mehr ins Deutsche übersetzt. Und ja, ob es dann dazu kommen wird, dass ich dann auch dazu greifen werde bei Gelegenheit, schauen wir dann. Erstmal gucken, ja, wie mir dann der zweite gefällt. So viel zu meinem September. Ich habe auch noch in Das 9. Haus von Libadugo reingelesen, was ja das dritte Buch war, das mir Lea rausgesucht hat. Ich habe es aber nicht mehr beendet. Und da ich in meinen Lesemonaten nur über die Bücher spreche, die ich auch wirklich beendet habe, werdet ihr das dann im nächsten Lesemonat im Oktober sehen. Kann schon mal einen kleinen Spoiler geben. Es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Aber so viel jetzt erstmal für heute. Schreibt mir wie immer sehr gerne in die Kommentare, was euer Highlight im September war. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann!